Bienvenidos al Instituto de Langue et Littérature Romane. Wer mit offenen Ohren und Augen durch die romanischsprachigen Länder geht, stößt eigentlich ständig auf Phänomene, die für Sprachwissenschaftler interessant sind. Bereits bei einem kurzen Spaziergang durch Paris. Vielleicht sind Sie schon einmal über die Bezeichnung Île de la Cité und Hôtel de Ville gestolpert, denn schließlich ist die kleine Insel in der Seine keine eigene Stadt und ein Rathaus ist kein Hotel. In früheren Zeiten war eine Cité aber nicht irgendeine Stadt, sondern eine besonders alte, glanzvolle und gut befestigte Ansiedlung. Hotel konnte im Mittelalter jede Art von fester Bleibe bezeichnen, insbesondere auch große und repräsentative Gebäude. Das sehen wir heute noch am Hôtel Matignon, dem Amtssitz des französischen Premierministers. Spannend ist aber nicht nur, wie sich Sprache im Laufe der Zeit verändert, sondern auch, wie sie unser Denken und Handeln beeinflusst. In der Französischen Revolution ging man davon aus, dass sich die Sprache direkt auf die Gesellschaft auswirkt. Um ihre Ideale der Bevölkerung näher zu bringen, versahen daher die Revolutionäre Straßen, Plätze, manchmal sogar ganze Städte mit neuen Namen, wenn diese nach Heiligen oder Königen benannt worden waren. Aus der Place Louis XV wurde so zunächst die Place de la Révolution und schließlich die Place de la Concorde. Wenn Sie die französische, spanische und italienische Sprache nicht nur sprechen und lieben, sondern auch mehr über ihre Geschichte, ihre Struktur und ihre Einbindung in Kultur und Gesellschaft erfahren möchten, dann sind Sie in unseren sprachwissenschaftlichen Veranstaltungen richtig. Am Anfang unterschätzt man oft die Menge an Texten, die man im Studium neben Grammatik und Wortschatz bearbeitet. Die Vorbereitung auf ein literaturwissenschaftliches oder sprachwissenschaftliches Seminar nimmt manchmal mehr Zeit in Anspruch, als man denkt. Wichtig ist einfach, dass man sich seine Zeit gut einteilt und dass man rechtzeitig mit der Lektüre beginnt. Man sollte sie nicht bis zum letzten Tag oder bis zum letzten Abend aufschieben. Im Laufe der Zeit gewöhnt man sich auch an dieses Pensum. Nur am Anfang erscheint es vielleicht etwas viel. Man darf sich aber auf keinen Fall entmutigen lassen. Mir hat zum Beispiel sehr gut gefallen, dass wir uns in der Literaturwissenschaft viel mit Primärtexten beschäftigt haben. Im Einführungskurs, in der Übung und auch im Proseminar. Und zwar waren das ganz verschiedene Texte. Das waren Romane von Balzac, das waren Gedichte von Baudelaire, aber das war auch die moderne autobiografische Literatur des Maghreb zum Beispiel. Ich finde, dass ein sehr breites Spektrum abgedeckt wird und das interessiert mich besonders. Französisch, Italienisch und Spanisch sind wichtige Schlüssel für eure Zukunft. 50% des bayerischen Außenhandels wird in einer dieser drei Sprachen abgewickelt. Und darum, um euch diese drei Sprachen beizubringen, kümmern wir uns hier am Sprachenzentrum. Hier bei uns findet ihr gut ausgebildete Dozenten, die meisten davon Muttersprachler. Hier bei uns findet ihr ein offenes, ungezwungenes Lernambiente, eine gute persönliche Beratung und Betreuung und die besten Lernbedingungen. Das sind aktuelle Methoden im Unterrichtsraum natürlich, eine gute Ausstattung, kleine Gruppen und einen ausgeprägten Praxisbezug. Bei uns findet ihr auch viele Sonderveranstaltungen, in Italienisch zum Beispiel Begegnungen mit Persönlichkeiten aus Kultur und Politik, Theateraufführungen, Ausstellungen. Dadurch versuchen wir, die Zielländer zu euch zu bringen, aber natürlich wollen wir auch euch in die Zielländer bringen. Und deswegen neben den vielen Austauschmöglichkeiten versuchen wir auch regelmäßig Exkursionen zu organisieren, wie zum Beispiel Rom, Sizilien, Mantova und Verona, um nur die letzten von der italienischen Abteilung zu nennen. Wenn man Italienisch studiert, wird man zum Experten für Italien, sowohl sprachlich als auch kulturell. Die Sprachpraxis beschäftigt sich unter anderem mit der Phonetik. Das heißt, spreche ich ein Wort auch wirklich richtig aus? Würde ein Norditaliener das Wort vielleicht anders aussprechen als ein Süditaliener? Man nimmt also die Sprache schon relativ genau unter die Lupe und beschäftigt sich viel mit den Feinheiten von Grammatik und Vokabular, sodass große Wörterbücher wie der Zingarelli oder auch umfangreiche Online-Wörterbücher zum treuen Begleiter werden. Mir gefällt besonders gut, dass durch die praktische Anwendung im Studium die Fremdsprache einem auf einmal gar nicht mehr fremd erscheint. Meine Lehrveranstaltungen halte ich für fortgeschrittene Studierende in der Regel auf Spanisch. In diesem Semester biete ich zum Beispiel eine Vorlesung, eine Überblicksvorlesung
über die lateinamerikanische Kurzgeschichte und dazu passend in einer kleinen Gruppe ein Seminar, in dem wir uns mit zeitgenössischen, fantastischen Kurzgeschichten befassen. In einer ganz normalen Alltagssituation tritt etwas Unvorhersehbares auf und erschüttert die Ordnung. Das ist eine Grundkonstellation fantastischer Kurzgeschichten. Es gibt zum Beispiel eine Geschichte des Argentiniers Julio Cortázar, in dem ein Mann versucht, ein Pullover über 5 oder 6 Seiten anzuziehen. Er wird regelrecht vom Pullover gefangen genommen. Sein Kopf steckt drin, die Wolle kratzt, die Ohren ziehen, er schwitzt, seine Hände werden wie selbstständig im Pullover und greifen ihn an. Er steckt aber drin und verliert die Orientierung. Das Fenster ist offen, er im 12. Stock. Der Titel der Kurzgeschichte verrät uns den Ausgang. Niemanden werde beschuldigt. No se culpe a nadie. In unserem Kurs versuchen wir zu schauen, zu analysieren, wie solche Situationen literarisch konstruiert werden, wie und warum sie welche Vorstellungen von Normalität erschüttern. Ich heiße Sophia und studiere Spanisch und Englisch. Vor 2 Jahren habe ich mit dem Austauschprogramm der Uni Erlangen ein Auslandsjahr in Chile und Mexiko verbracht. Ich habe dann dort an den Partnerunis Kurse zur Literatur, Kultur und Geschichte Lateinamerikas belegt, bin dann in den Ferien gemeinsam mit Freunden durch Chile, durch Mexiko gereist und so konnte ich die Vielfalt Lateinamerikas entdecken. Gerade war ich im Rahmen meiner Zulassungsarbeit zum Staatsexamen nochmal für 7 Wochen in Mexiko, denn ich habe eine Feldforschung zum Kontakt des Spanischen mit indigenen Sprachen durchgeführt und habe dort Indigene von 6 verschiedenen Volksstämmen befragt. Bei all den Aktivitäten wurde ich von der Uni und von den Professoren sehr unterstützt, wofür ich wirklich dankbar bin. Und die internationalen Erfahrungen helfen mir im Studium weiter und haben mich vor allem persönlich sehr bereichert.